Hallo und willkommen in meiner Küche. Wer braucht schon Butterkekse, wenn man auch Mandelbutterkekse machen kann? In diesem Video zeige ich, wie ich ganz einfache Mandelkekse backe. Sie sehen relativ unspektakulär aus, schmecken aber sensationell. Sie bestehen aus ganzen 6 Zutaten: Mandeln, Eigelb, Zucker, Mehl, Butter und Rum. Also los geht's. Der Backofen wird schon mal auf 160 Grad Celsius vorgeheizt. Hier habe ich 200 Gramm von der Haut befreite Mandeln. Wie man das macht, zeige ich in diesem Video, in dem ich Torone selber mache. Die Mandeln sollten leicht angeröstet werden, denn dann haben die Plätzchen ein noch intensiveres Aroma. Dazu werden sie direkt auf ein Backblech gegeben und für gute 15 Minuten bei besagten 160 Grad Celsius gebacken. In dieser Zeit kann man schon mal die Eier trennen. Dazu gebe ich das Ei in eine kleine Schüssel und hole das Eigelb mit einem Esslöffel heraus. Das muss man nicht so machen, man kann auch die Eier in der Hühnerschale trennen, aber da ich das Eiweiß noch für Torone verwenden möchte, möchte ich sicher gehen, dass es einwandfrei getrennt ist. Es ist Zeit, mal nach den Mandeln zu schauen. Wie gesagt, sie sollten nur leicht gebräunt sein. Hier habe ich mal einen Vergleich, links vor dem Backen, rechts leicht geröstet, damit ihr eine Vorstellung habt. Nach dem Abkühlen müssen die Mandeln natürlich noch zerkleinert werden. Das kann man in einem Zerkleinerer machen, aber eine Mühle ist besser und man sollte die feinste Reibe nehmen, die man hat. Die geriebenen und gerösteten Mandeln haben einen wunderbaren Duft. Bevor es ans Fertigstellen und Ausrollen des Teiges geht, wird der Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze hochgestellt. In der Küchenmaschine sollte der Flachrührer verwendet werden. Die Butter wird zu dem Eigelb gegeben und beide Zutaten werden vermengt, und natürlich geht es schneller, wenn die Butter nicht direkt aus dem Kühlschrank kommt. Bei mir hat das ungefähr eine halbe Minute gedauert. Eigelb und Butter müssen sich auch nur einigermaßen gut verbunden haben, dann kommen auch schon der Zucker sowie nach weiteren gefühlten 30 Sekunden die geriebenen Mandeln dazu sowie 4 Esslöffel weißer Rum. Der Rum dient eigentlich hauptsächlich dazu, dass der Teig locker wird. Der Alkohol verfliegt beim Backen. Wer keinen Rum verwenden will, kann oder darf, lässt ihn einfach ersatzlos weg. Obwohl die Reihenfolge der Zugabe der Zutaten wichtig ist, muss man auch hier keine Wissenschaft draus machen. Alles soll nur durchgerührt werden, damit sich das Eigelb gleichmäßig verteilen kann und nicht im Mehl verklumpt. Das Mehl wird erst zum Schluss dazugegeben. Anschließend wird der Teig nur so lange gerührt, bis er zusammenkommt und einen Teigbatzen bildet. Dann wird auch schon aufgehört. Bei mir hat das auf Stufe 1 ganze 30 Sekunden gedauert, damit ihr eine Vorstellung bekommt. Je nach Maschine kann das natürlich variieren. Der Teig ist nicht sehr fest. Er braucht nicht zu ruhen und kann sofort verarbeitet werden. Damit man beim Ausrollen nicht so viel Mehl verwenden muss, wodurch sich die Konsistenz der Plätzchen verändern würde, rolle ich den Teig zwischen 2 Lagen Backpapier aus. Er sollte auf eine Stärke von 3 mm ausgerollt werden, weswegen ich rechts und links neben dem Teig diese Teighölzer verwende. Das Nudelholz liegt auf den Hölzern auf und dadurch erhalte ich eine gleichmäßige Höhe. Sind die ausgestochenen Teigstücke gleich dick, werden die Plätzchen zur gleichen Zeit braun. Aber auch hier gilt, lasst euch ja nicht entmutigen, wenn es beim ersten Mal nicht gleich so einfach klappt. Viele Wiederholungen sind die Basis aller Fähigkeiten. Und wenn das Ergebnis nicht ganz so perfekt ist, macht nichts und weitermachen. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal, und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke!
Zum Ausstechen nehme ich diesen Metallbecher, der mir gut in der Hand liegt. Man kann auch ein Glas oder einen runden Ausstecher nehmen. Die Monde ergeben sich ganz von alleine, indem man einfach den Kreis ein Stückchen weiter oben ansetzt. Der Vorteil von den Halbmonden ist, dass man kaum Teigreste hat, die man wieder neu ausrollen muss, und das spart Zeit. So sehen die ausgestochenen Halbmonde auf dem Blech aus. Man kann sie ruhig recht eng legen, denn sie gehen nur minimal auf. Die Backzeit beträgt ca. 12 bis 15 Minuten bei 180 Grad Celsius. Das kann je nach Ofen natürlich variieren. Und bedenkt bitte, dass die Hitze des Ofens mit der Zeit effektiver wird, da sich das Umfeld immer mehr erwärmt. Beim dritten Blech kann sich die Backzeit um 1 Minute verkürzen, also bitte aufpassen. Anschließend werden die Plätzchen aus dem Ofen geholt und auf einem Kuchendraht auskühlen gelassen. Zum Aufbewahren gibt man sie am besten in eine Blechdose. Sie schmecken frisch natürlich auch schon, aber so richtig gut werden sie nach 1 bis 2 Tagen, wenn sie ihr Aroma dann voll entfalten. Sie halten sich gut, mehrere Wochen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie so lange überstehen, ist trotzdem gering. Sie schmecken gut zum Kaffee als kleine Nascherei oder zu einer heißen Schokolade nach dem Essen, wenn man keine Lust mehr hat, noch einen Nachtisch zu machen. Wie man die heiße Schokolade macht, zeige ich in diesem Video. Zum Abschluss ist hier noch das Rezept. Mandel-Butterkekse. 200 Gramm Mandeln, 4 Eigelb, 200 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, 4 Esslöffel weißer Rum, 400 Gramm Dinkelmehl Typ 630. Viel Spaß beim Backen und wie immer, guten Appetit!